der Panzerkampfwagen 6, besser bekannt als Tiger. Ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst und einer der gefürchtetsten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Entwickelt, um absolute Überlegenheit auf dem Schlachtfeld zu sichern, beeindruckte er mit seiner massiven Panzerung, überragenden Feuerkraft und einer Präsenz, die selbst erfahrene Panzerkommandanten in Angst versetzte. Doch war er wirklich das perfekte Kriegsgerät? Mit einer 8,8 cm Kanone bewaffnet, die ursprünglich als Flugabwehrwaffe konzipiert war, konnte der Tiger gegnerische Panzer auf Distanzen von über 2000 Metern durchschlagen, lange bevor diese überhaupt in Schussreichweite kamen. Seine Panzerung war mit bis zu 110 mm an der Front nahezu undurchdringlich für die meisten alliierten Waffen. Amerikanische Sherman-Panzer mussten oft im Nahkampf auf unter 100 Meter herankommen, um überhaupt eine Chance auf Durchschlag zu haben. Doch während der Tiger auf dem Papier ein unaufhaltsames Monster war, gab es schwerwiegende Probleme. Mit 57 Tonnen war er nicht nur einer der schwersten Panzer seiner Zeit, sondern auch ein logistischer Albtraum. Viele Brücken konnten sein Gewicht nicht tragen, und einmal stecken geblieben, war die Bergung oft unmöglich. Sein 700 PS Maybach-Motor verlieh ihm eine beachtliche Geschwindigkeit von bis zu 45 km pro Stunde auf der Straße, im Gelände jedoch oft nur 20 km pro Stunde. Und dann war da noch sein Durst. Der Tiger verbrauchte bis zu 500 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Ein absoluter Albtraum für die Nachschubtruppen. Auch die Produktion war kompliziert. Ein einzelner Tiger kostete rund 300.000 Reichsmark, fast dreimal so viel wie ein Panzer IV. Trotz der hohen Qualität der Verarbeitung wurden nur 1350 Stück gebaut, was seine strategische Bedeutung stark einschränkte. Viele gingen nicht einmal durch Feindfeuer verloren, sondern mussten von den eigenen Truppen gesprengt werden, weil sie defekt waren oder im Gelände feststeckten. Doch wenn der Tiger funktionierte, war er ein furchterregendes Kriegswerkzeug. In den ersten Monaten nach seiner Einführung gab es kaum ein alliiertes Fahrzeug, das ihm ernsthaft gefährlich werden konnte. Erst spätere Modelle wie der sowjetische IS-2 oder der britische Sherman Firefly hatten eine realistische Chance, einen Tiger frontal zu bekämpfen. Seine Schwächen verhinderten letztlich, dass er den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen konnte, doch seine Legende blieb bestehen. Heute gibt es nur noch wenige erhaltene Exemplare, das bekannteste im Bovington Tank Museum in England, der einzige noch fahrbereite Tiger der Welt, ein Symbol deutscher Technik, gefürchtet aber auch überschätzt. Der Tiger bleibt eine Ikone der Militärgeschichte.